Ich muss euch ja gestehen, manchmal baue ich nur Kobi-Sets, weil ich euch eine Geschichte zu den tollen Figuren erzählen möchte. Willkommen in der Norpenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und ja, Freunde, mit dem heutigen Set bin ich eigentlich etwas überfordert, was meine Flaggenwahl angeht. Denn normalerweise dekoriere ich ja immer hier passend zur Nation, zum Set, mein Regal. Aber heute reden wir über einen amerikanischen Panzer, gepimpt durch die Briten und benutzt von den polnischen Streitkräften. Wir sprechen über das Kobi-Set 2276, den Sherman IC Firefly Hybrid. Und ganz besonders freue ich mich hier eigentlich gar nicht so auf den Panzer, sondern auf die Minifigur. Und warum, weshalb, wieso, erkläre ich euch gleich, wenn ich euch aber zuerst hier auf meinen Bautisch einlade. Endlich mal wieder ein Sherman auf meinen Bautisch und dann gleich im Maßstab 1:35 aus 2022. Unser Sherman IC Firefly Hybrid, das Kobi-Set 2276 und natürlich aus der Historical Collection World War II. 600 Steinchen und eine ganz besondere Minifigur, auf die ich mich ganz besonders freue, nämlich unseren General Václav Anders, über den ich neulich bei Wikipedia gestolpert bin, weil ich für ein anderes Kobi-Set recherchiert habe und mir dann einfiel, Mensch, Bloxy, du hast doch noch diesen Karton mit dieser Figur im Regal stehen und deswegen bauen wir den heute. Das Set wird 23 cm lang und 11,5 cm hoch und die Fakten zum Firefly und zu Herrn Anders, die gibt es dann natürlich gleich auf den Infokarten. Hier haben wir ein Originalfoto und wir sehen, wir haben ganz viele tolle Drucke. 600 Steinchen und diese eine Minifigur, auf die ich mich ganz besonders freue. Aber so ein Panzer ist zwar schwer, aber wir lassen ihn jetzt einmal fliegen, um uns den Inhalt des Kartons genauer anzugucken und vielleicht erspähen wir auch schon die ersten Blicke auf unseren General. Da ist unser Firefly auf den Bautisch geflogen. Wir haben eine Bautüte 1, ziemlich schwer, und eine ziemlich leichte Bautüte 2. Und da sehen wir schon hier unseren General, den Kopf und den Torso. Wir sehen jetzt schon viele tolle Drucke. Da ist die 2, viel Plastik, viel Luft, und die 1 hier ist pickepacke voll. Ja, die Anleitung, die Rückseite, und wir sehen schon, wir haben hier wieder eine Karte zum Ausschneiden für Kobi Games, für das Tabletop Game. Richtig blöd, dass man sie ausschneiden soll. Früher gab es bei Kobi laminierte Karten, die Beilagen, das war viel cooler. Ich glaube, keiner von uns zerschneidet seine Anleitungen. Ich weiß auch gar nicht, ob überhaupt einer von euch das Spiel spielt. Ich frage euch das ganz oft. Schreibt es mir bitte, wenn ihr es macht, unten in die Kommentare. Schauen wir uns die Anleitung aber an. DIN A4, Klammer gebunden, Hochglanzdruck, ab 7 Jahren. Das weiß ich nicht bei so einem 1:35 Set. Das ist oft sehr kleinteilig. Das können wir hinterher beurteilen. Wie gesagt, alles tolle Drucke und auch in der EU gedruckt. Ich packe die Tüten mal weg, damit wir uns die Anleitung genau angucken können. Kleiner Einblick. Ganz wichtig, wir fangen mit der Bautüte 1 an, die ich euch gerade hier schon gezeigt habe. Wir reißen die auf, wir machen Häufchen, wir machen das in Stapeln, Schichten, wie immer ihr das wollt, nach Farben, Form. Da seid einfach völlig frei. Wichtig ist nur, reißt alles auf, verteilt die Steine und schaut hier in die Legende, welche Steine wie wo gekennzeichnet sind. Denn Kobi hat in der eigenen Steinkategorie auch verschiedene Formen, wie hier bei den Rounded Slopes, den 1x1ern. Und da müsst ihr einfach darauf achten, welche ihr braucht. Wie auch hier den Bolzen, wir haben so achtkantige bzw. sechskantige und wir haben runde. Deswegen immer erst die Legende lesen. In den Rechtecken, wie bei vielen anderen Klemmbausteinherstellern bei den Anleitungen, sehen wir immer die Steine, die wir brauchen, in der Anzahl, und Pfeile weisen uns dann immer den Weg. Wir arbeiten uns von Bauabschnittstüte zu Bauabschnittstüte und gehen von Baustep zu Baustep. Kobi hat keine Seitenzahlen, und auch ganz wichtig ist einfach die Tatsache, dass der aktuelle Baustep immer der farbliche ist, der davor ist ausgegraut, beziehungsweise ich weiß aber nicht, ob es ein Grau ist oder ein hell blaugrau, wie auch immer. Wie gesagt, wir arbeiten uns durch, Pfeile weisen uns den Weg, und ganz oft haben wir auch Anlegehilfen, dass wir einfach keine Noppen zählen müssen. Und fertig ist unsere Feuerfliege dann beim Baustep 78, aber ich kann euch sagen, ein ganz blöder Baustep kommt noch
beim Baustep 77, wenn wir diese kleinen Ketten bei Kobi knüpfen müssen. Das macht nicht so Spaß, kann ich euch jetzt schon verraten. Vielleicht schummle ich da, denn ich habe so eine Kette schon vorgeknüpft in meinem Steilefunus. Gucken wir einfach mal. Und auf der letzten Seite dann immer, oder den letzten Seiten bei Kobi, seit neuestem immer eine Zusammenbauhilfe für die Figur, die mir hier sehr am Herzen liegt. Deswegen gibt es auch da die Fakten drüber. Und natürlich die Steine, die im Set verbaut sind. Sollte euch ein Stein hier fehlen, kontrolliert die Nummer und meldet es dann gleich hier bei Kobi auf deren Webseite. Und das ist die Vorderseite der Gaming Card. Die Rückseite haben wir ja ganz am Anfang schon uns angeschaut. Und ich kann euch verraten, jedes dieser Sets hier habe ich für euch schon mal gebaut. Wenn ihr dazu das Review sehen wollt, schaut einfach hier oben auf dem i auf meiner Kobi Playlist. Aber das ist Vergangenheit. Das hier ist jetzt Gegenwart. Deswegen euch viel Spaß beim Speedbuild und vor allen Dingen bei den Fakten. Und mir ganz uneigennützig viel Spaß beim Klemmen, liebe Freunde. Speedbuild-Zeit ist Faktenzeit und natürlich sprechen wir heute über die historische Persönlichkeit, die uns hier im Kobi-Set 2276 beigelegt wurde. Und als deutsche Kartoffel, als Allmann, würde ich nun den Namen als Wladislaw anders aussprechen. Aber ich war klug, K-L-U-K, wie Homer Simpson sagen würde, und habe seinen Namen einmal bei Google Translate eingegeben und siehe da, das Wladislaw spricht man dann doch auf Polnisch ganz anders aus. Władysław Anders war einer der bedeutendsten polnischen Generäle des Zweiten Weltkriegs. Geboren am 11. August 1882 in Błonie, Kongress Polen, einem kleinen Dorf nahe Warschau, begann seine militärische Karriere im Russischen Reich, wo er an der Militärakademie in St. Petersburg ausgebildet wurde. Nach dem Ersten Weltkrieg schloss er sich der neu gegründeten polnischen Armee an und nahm aktiv am polnisch-sowjetischen Krieg von 1920 teil. Seine Führungsqualitäten fielen dabei sofort auf und er stieg schnell in den militärischen Rängen auf. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs im September 1939 wurde Polen sowohl von Nazi-Deutschland als auch von der Sowjetunion überfallen. Anders kämpfte in den Schlachten um die Verteidigung Polens, doch nach der Kapitulation geriet er in sowjetische Gefangenschaft und wurde nach Moskau deportiert. Hier begann ein entscheidender Abschnitt seiner militärischen und politischen Karriere. Władysław Anders verbrachte etwa 2 Jahre in sowjetischer Gefangenschaft, bis er im Zuge des Deutsch-Sowjetischen Krieges und unter dem Druck der westlichen Alliierten, insbesondere Großbritanniens, freigelassen wurde. Nach seiner Freilassung im Sommer 1941 stellte Anders mit der Unterstützung der sowjetischen Regierung die sogenannte Anders-Armee auf. Diese Truppe bestand hauptsächlich aus polnischen Kriegsgefangenen und Zivilisten, die aus Gulags und Gefängnissen in der gesamten Sowjetunion freigelassen worden waren. Sie war Teil eines Abkommens zwischen der polnischen Exilregierung in London und der Sowjetunion. Anders sah sich jedoch bald mit extrem schwierigen Umständen konfrontiert, insbesondere was die Versorgung seiner Truppe betraf. Trotz der Vereinbarung erwies sich die Zusammenarbeit mit den Sowjets als schwierig. Schließlich wurde die Anders-Armee aus der Sowjetunion evakuiert und zog durch den Iran nach Palästina. In Palästina gelang es Anders, seine Truppe zu reorganisieren. Diese wurde in den Westen verlegt und bildete den Kern des 2. polnischen Korps, das entscheidende Einsätze an der italienischen Front durchführte. Eine der größten und berühmtesten Schlachten, in der Anders Armee kämpfte, war die Schlacht um Monte Cassino, die im Mai 1944 stattfand. Die Eroberung des Monte Cassino war ein Wendepunkt im italienischen Feldzug und öffnete den Alliierten den Weg nach Rom. Es war ein äußerst blutiger und langwieriger Kampf, bei dem die polnischen Truppen eine Schlüsselrolle spielten. Nach fast 4-monatigen Kämpfen gelang es den Soldaten des 2. polnischen Korps, die schwer befestigte Abtei auf dem Monte Cassino einzunehmen. Diese Schlacht forderte hohe Verluste, etwa 8000 polnische Soldaten starben oder wurden verwundet, aber sie wurde zu einem Symbol des polnischen Widerstands und der Entschlossenheit im Krieg. Władysław Anders selbst war nicht nur ein Militärführer, sondern auch eine symbolische Figur für das polnische Exil. Nach dem Krieg blieb er in Italien und weigerte sich, in das von der Sowjetunion kontrollierte Polen zurückzukehren. Die polnische Exilregierung in London ernannte ihn zum Oberbefehlshaber der polnischen Streitkräfte im Ausland.
Trotz seiner Bemühungen, die Interessen Polens auf internationaler Bühne zu vertreten, blieb die polnische Frage in den Nachkriegsverhandlungen ungelöst. Das Schicksal Polens war im Wesentlichen besiegelt, als die Großmächte das Land unter sowjetische Kontrolle stellten. Anders starb am 12. Mai 1956 in London und wurde auf dem polnischen Friedhof bei Monte Cassino beigesetzt, ein Ort, der symbolisch für seine Leistungen und die seiner Soldaten im Zweiten Weltkrieg steht. Sein Grab befindet sich neben denen der polnischen Soldaten, die bei der Eroberung des Monte Cassino gefallen sind. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Władysław Anders nicht nur eine zentrale Figur im Kampf um die polnische Unabhängigkeit im Zweiten Weltkrieg war, sondern auch ein Symbol für den polnischen Widerstand gegen die Besetzung und Teilung seines Landes. Seine militärische Führung, insbesondere bei der Befreiung von Monte Cassino, ist bis heute von großer Bedeutung. Er war ein Mann, der unermüdlich für die Freiheit Polens kämpfte, auch wenn er den Preis dafür zahlte, nie in sein Heimatland zurückkehren zu können. Ja, liebe Freunde, das waren die Fakten von Władysław Anders, den Namen, den man nicht Władysław Anders ausspricht. Und ganz ehrlich, es tut mir leid, dass ich euch hier sein so spannendes Leben so verkürzt dargestellt habe, denn eigentlich könnte man über diese schillernde polnische historische Persönlichkeit noch viel, viel mehr erzählen. Euch jetzt aber viel Spaß beim Klemmbaustein-Review des Kubi-Sets 2276. Nach 2 Stunden Bauzeit steht er da, unser Sherman EC Firefly Hybrid. Und Freunde, damit müssen wir gleich mal aufräumen, denn es heißt nicht EC, sondern es heißt eigentlich 1C. Das ist eine Bezeichnung für die Shermans mit der 17-Pfünder Kanone der Briten. Gab es als 1C und es gab noch andere Kürzel halt für diese Variante. Also wenn ich immer IC gesagt habe, ist das nicht richtig. Ich kann auch nicht alles wissen und deswegen mache ich ja die Videos, weil ich auch lerne beim Heraussuchen der Fakten. Und ein paar Fakten möchte ich euch noch mitgeben, wenn wir hier schon über den Semster 2 sprechen, über den T269854. Wir haben hier nämlich ein Fahrzeug der 2. Unabhängigen Panzerbrigade bzw. der 2. Warschauer Panzerbrigade. Die gab es von 1942 bis 1945 und die erste Schlacht, und deswegen passt es ganz gut auch wieder zur Minifigur in diesem Set, war die Schlacht von Monte Cassino. Und dieses Fahrzeug Semster 2 ist ein Fahrzeug des, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, 1. Křechovce Ulanenregiment. Das Fahrzeug hat, wie gesagt, bei der Schlacht um Monte Cassino 1944 in Italien gekämpft. Generell sind die Sherman Fireflies ja bei den Briten eingesetzt worden, aber halt, wie wir wissen jetzt hier, nicht nur bei den Briten und bei den polnischen Streitkräften, nein, auch bei den neuseeländischen und den südafrikanischen Einheiten, die im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben an der Seite der Briten. Ja, und wo dieses Fahrzeug auch noch unter polnischer Führung sehr gut im Einsatz war, beziehungsweise jetzt nicht der Semster 2, aber der Sherman Firefly, war bei der 1. polnischen Panzerdivision in der berühmten Schlacht des Kessels von Falaise in Nordfrankreich. Aber kommen wir jetzt zum Klemmbaustein-Set. Ganz interessant ist, dass ich hier einiges an Steine über habe, sogar sehr große Steine. Ihr seht es hier, 2x4er, 1x4er und dann das übliche Bügelperlen und Kettenelemente. Das liegt daran, dass diese Bauanleitung sehr gnädig ist und ich wohl irgendwo beim Innenleben, hier irgendwo beim Bauen, irgendwo da habe ich wohl einen Stein übersehen, aber das Fahrzeug frisst es. Sonst macht die Anleitung eigentlich hier viel Spaß zu lesen. Und wie gesagt, wenn ihr vielleicht genauso nicht aufpasst, weil ihr nebenbei einen Film guckt oder schon an das nächste Kubi-Video, was ich für euch drehe, denkt, dann bleiben diese Steine über. Ihr könnt ja mal schreiben, wenn ihr dieses Set auch gebaut habt, ob ihr diese Steine auch über hattet. Sonst ist das Fahrzeug sehr, sehr stabil, zeige ich euch gleich, hat aber 2 Schwächen, die ich ziemlich blöde finde, aber da reden wir gleich drüber. Gucken wir uns, wie es sich gehört, einmal das Typenschild an, wie gesagt, des Sherman 1C Firefly Hybrid. Hier sieht man es auch viel besser, weil die 1 größer geschrieben ist als das C. Schön ist dieser Slope auf jeden Fall, kann man sich wieder gut ins Regal neben sein Set im Maßstab 1:35 stellen. Und dann natürlich ganz großes Highlight
ist hier für mich die Figur, deswegen ja auch die Fakten. Schaut sie euch an, die ist überall bedruckt, überall die Abzeichen. Man sieht jede Niete auf der Koppel beziehungsweise hier am Gurt über die Uniform. Wir haben hier überall Drucke, wir haben da ein Schild, hinten hier auch nochmal der Riemen bedruckt und dann hier auch die Ärmel und da auch nochmal auf der Seite des Armens steht Poland, also Englisch für Polen und hier oben haben wir dann nochmal das typische Wappen von Polen und hier auch 2 Sterne und ein W oder so ähnlich sieht das aus. Und natürlich das Gesicht von Herrn Anders. Also wirklich eine richtig gute Minifigur und ich sage es ja immer wieder, die Kobi-Minifiguren werden von den Drucken immer besser und immer realistischer, was die Vorbilder angeht. Also die Figur gefällt mir richtig gut und ja, über diesen Herrn kann man ja auch eine Menge erzählen, wie ich es euch gerade schon bei den Fakten beim Speedbuild gesagt habe. Aber jetzt kommen wir zum eigentlichen Highlight, nämlich zum Fahrzeug. Wobei eigentliches ist für mich ja hier die Minifigur. Nein, aber wir wollen es uns trotzdem angucken, denn es gehört dazu. Hier unser Zemstar 2, unser T269854. Könnt ihr gerne mal nach googeln, gibt es Bilder, findet ihr im Internet. Was ich noch ganz cool finde, ist nämlich hier, abgesehen von den vielen Drucken, also hier am Turm, da das Zeichen, hier die Turmluken, die bedruckt sind und auch hier hinten an der Kiste nochmal der Druck. Und an der Seite ist, dass wir hier an der Seite dieses Muster haben und das ist eine sogenannte Konterschattierung. Hat man aus dem Tierreich übernommen, wie beim Pinguin, der ist oben dunkel, unten weiß und somit verschwimmen irgendwie die Umrisse und somit hat man auch, wahrscheinlich gehe ich davon aus, das Rohr so angemalt, damit man nicht erkennt von Weitem, dass wir hier einen Firefly haben, sondern einen ganz normalen Sherman, einen ganz normalen M4. Ja, M4, auch passend, hier die typischen Laufrollen, das typische Kobi-Formteil dafür. Er rollt relativ gut, ihr hört das hier, nur auf meinem Bautisch, da geht das nicht so gut, der ist ja viel zu glatt. Ich habe leider eine große Schwäche an dem Fahrzeug, das ist das Browning MG, denn es hält nicht, es fällt sofort runter. Der Stein hier ist entweder zu groß, das Loch im Stein hier oben in der Aufhängung, oder das MG ist hier abgenutzt, also es fällt mir immer raus. Ich habe Angst, es ins Regal zu stellen, weil es immer am Rumlabbern ist. Das ist wirklich eine Schwachstelle. Cool ist, dass wir sehr viele Luken haben. Also hier haben wir eine Luke. Wir können bloß wohl keine Figur reinstellen. Und wir haben hier Luken, wo wir auch keine Figur reinstellen können. Der Stein hier ist ein bisschen lose, weil ich das Set nicht ganz festgedrückt habe. Aus einem einfachen Grund. Ihr seht es gleich. Da ist auch die Luke, weil wir hier einen Motor verbaut haben, an den wir gar nicht so gut rankommen, wenn wir den Turm nicht abmachen. Also erstens ist es schwierig, weil man muss hier, seht ihr, da ist es die Kante. Also am besten machen wir den Turm ab. Und neben dem, dass man am besten den Turm abmacht, wenn man es rausziehen könnte, kann man aber nicht, weil wenn man es festdrückt, kommt man gar nicht mehr an diese Klappe ran. Die Kubisteine noppen hier zu gut oder zu schlecht, je nachdem wie man es definiert, dass man diese Klappe gar nicht mehr hochkriegt. Ich mache jetzt mal den Turm hier ab und zeige euch das Innenleben. Auch übrigens interessante Bauweise hier mit einem umgedrehten Achsstein, Zapfenstein und dann hier die Bügelperlen rein, finde ich ganz cool. Hier ist das Innenleben, nämlich der Chrysler Motor. Hier dieser Sternmotor mit hier Zylindern und Ölfiltern und so weiter, finde ich richtig gut, gefällt mir. Und natürlich auch die ganzen Accessoires hier hinten, die Klappen und auch so ein bisschen diese alte Bauweise, wie wir es bei Kobi schon kennen, hier mit Hinges von dieser Variante des Shermans mit dieser Schräge hinten. Wie gesagt, hier ist der Motor, ein schönes Stück, aber sobald ich hier die Klappe zumache und zudrücke, komme ich eigentlich kaum noch dran an die Klappe. Ich kriege sie eigentlich nicht ab, weil es zu glatt ist und irgendwann gehen halt hier die Steine ab. Also bei mir auf jeden Fall. Ihr könnt mir ja mal eure Erfahrungen mit dem Firefly gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich muss sagen, ein richtig schönes Modell im Maßstab 1:32, Quatsch, 1:35, 32 sind die Flugzeuge bei Kobi. Nein, ein richtig schönes Set mit schönen Drucken und wieder natürlich polnischer Geschichte. Aber ich
fand es in diesem Fall wieder richtig gut und richtig angebracht, weil, wie gesagt, die Minifigur einfach eine Persönlichkeit ist, beziehungsweise die Persönlichkeit nicht, die Minifigur, über die man, glaube ich, stundenlang Geschichten sich anhören kann. Ja, Freunde, aber das waren jetzt die Fakten, beziehungsweise ja, das Review vom Klemmbaustein-Set. Hier unsere Sherman 1C Firefly Hybrid. Und ihr bekommt das Fahrzeug jetzt noch einmal bewegtbildtechnisch geliefert mit den Details, auch den Motor. Und dann schauen wir uns zum Abschluss noch einmal in die Augen, liebe Freunde. Ja, Freunde, wie versprochen bekommt ihr hier noch einmal Detailbilder unserer Firefly-Variante des Shermans. Und wenn wir doch hier über Firefly reden, gibt es da nochmal ein paar Fakten genau zu dieser Variante. Zur Landung der Alliierten in der Normandie waren um die 342 Fahrzeuge einsatzbereit. Die Fahrzeuge wurden ja von Januar 1944 bis Mai 1945 gebaut, circa 2200. Wie gesagt, 342 Fahrzeuge waren einsatzbereit. Das heißt, bei allen britischen Einheiten konnte man einen Zug mit einem Firefly ausrüsten und die Fahrzeuge waren unter den Oberbefehl des berühmten Feldmarschall Bernard Law Montgomery, den großen Gegenspieler von Erwin Rommel in Afrika. Ja, das so ein paar Sätze noch zum Thema Firefly. Ich habe euch ja versprochen, dass es hier irgendwann auf meinem Kanal noch einmal eine Version von Kobi gibt, die ich baue. Und dann sprechen wir so richtig über den Sherman in der Firefly-Variante. Ich hoffe, es hat euch bis hierher Spaß gemacht und ich freue mich jetzt zum Abschluss, euch noch einmal in die Augen schauen zu dürfen und ein paar Worte zu sagen. Ja, Freunde, das ist das Video schneller zu Ende, als das mir eingefallen ist, dass ich noch ein paar Sherman-Videos für euch drehen müsste. Der M4, die 2570, die 2550, der Jumbo. Natürlich, wenn wir über den M4 reden, dann auch die Calopoli-Version, die 2569, die Executive Edition und natürlich zum Thema Firefly die 2515 aus 2019. Firefly ist ja das Stichwort hier für dieses Video. Ihr habt es in den Fakten gehört. Richtig cool ist, dass er hier wohl ein paar Baufehler von mir verzeiht und ich somit ein paar größere Steine habe, ohne dass dieses Modell hier auseinanderfällt oder ich irgendeinen Schwachpunkt gefunden habe. Ganz im Gegenteil, es gibt einen riesen Pluspunkt und das ist die Minifigur. Ihr könnt es eher schon beim Thema des Videos erahnen oder habt es vielleicht erahnt. Ich muss Kobi hier Danke sagen, dass ich hier schöne Fakten zu diesen Herren erzählen durfte, weil das ist ja der Sinn meines Kanals, die Geschichten hinter den Sets euch zu erzählen. Gerne dürft ihr mir in die Kommentare schreiben, welche Geschichten ihr noch gerne hören möchtet. Ihr habt es gerade gesehen, ich habe hier noch einige Shermans im Petto und das waren gar nicht alle. Und wenn ich jetzt immer über zum Beispiel in diesem Fall den Sherman reden würde, dann wäre es ja sehr langweilig. Also schreibt mir gerne eure Geschichten, die ihr gerne hören würdet, unten in die Kommentare. Und wenn ihr dabei seid, lasst doch gerne ein Like da und schaut mir etwas über den Kommentaren. Da findet ihr nämlich alle Infos zum Set, zu dem Sherman hier in der 1:35 Version, den Firefly als Fakten, Links, alles was ihr zum Set braucht, findet ihr dort aufgelistet und auch noch Links zu meinen Partnershops und auch interessante Links immer rund um das Thema, was ich gerade präsentiere. Ich danke euch auf jeden Fall wie immer für das Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ja, auch ein Panzer ist ja nur ein Auto. Daher wünsche ich euch wie immer eine gute Fahrt. Bleibt gesund, auf Wiederbauen, euer Freund der Blockstar.